Grad Wassertemperatur für die Profis. Wer sich einschwimmen Auf geht's, auf geht's! Gut! Alle. 1, 2, 3! Also Liermaus, dann 216 Krüger, 233 Laura Jansen, Laura 241, 241, dann nochmal 248. Ist natürlich nicht so ganz das, was wir uns vorgestellt haben, aber also ich glaube, dass sie das relativ schnell zufahren kann, aber der spannende Teil ist ja quasi besser zu schwimmen. Dass sie Radfahren kann, ist glaube ich kein Zweifel. Ja. Also in der Wechselzone, sie ist ja mit 3 Minuten aus dem Wasser, in der Wechselzone schon mal 30 Sekunden gut gemacht. Ja gut, ich glaube tatsächlich zählt für mich das, was tatsächlich nach dem Wasser steht. Und dass wir da gucken müssen, dass das war auf Malle waren es 90 Sekunden, das war einfach bedeutend besseres Schwimmen und müssen wir besprechen, wie es sich halt angefühlt hat für sie. Ja. Weil eigentlich ist es ein übersichtlicher Kurs. Das Einzige, was ihr nicht ganz dabei in die Karten spielt, ist, dass es ein rechtsabbieger Kurs ist und sie gerne nach links atmet. Ja. Ich meine, mit einer Person vorneweg ist halt wirklich kein Problem. In dem Augenblick, in dem das halt mehr sind, ist es einfach immer eine Schwierigkeit, das wieder einzufangen. Ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg an die Radstrecke. Wohin genau? Wir fahren nach Odenheim? Nein, irgendwas mit G, oder? Ist auch Wir fahren an die Radstrecke. wir fahren an die Radstrecke und das ist eine Stelle, an der Laura zweimal durchkommt und wir lassen es heute recht entspannt angehen und besuchen sie sozusagen nur da bei der Ein- und Ausfahrt. Und was genau ist da dann euer Job? Eigentlich schauen, wie sie unterwegs ist und ihr noch Vorsprünge oder Rückstände zu geben und einfach auch ein gutes Gefühl, dass jemand außen steht. Ist jetzt tatsächlich zugegebenermaßen jetzt hier nicht so aufregend, wie das beispielsweise auf Hawaii der Fall wäre. Also da geht dann doch irgendwie durch die Supportgruppe noch ein anderer Ruck, wenn es ein WM-Rennen oder so ist. Trotzdem ist es cool, dass jetzt hier fast die ganze Mannschaft da ist, weil Lasse ist mit Fia noch mit unterwegs und der ist auch sehr gerne als Radmechaniker mit am Start und Chris mit dabei und das ist dann schon wieder was Besonderes, wenn alle dabei sein können, die sonst auch im Hintergrund mitwirken. Auf geht's, richtig schön Zeit fahren, super gut, ab geht's, komm! Das ist ganz klar das Zeichen, sie verringert den Rückstand hier. Philipp, wie sieht's aktuell aus? Kilometer 30, Laura hat jetzt ungefähr 1 Minute 30 gut gemacht oder nicht ganz 1,25 gut gemacht nach dem Schwimmen. Das ist, denke ich, vollkommen okay. Vielleicht merkt sie ihre Trainingswoche jetzt doch ein klein wenig in Achsen, aber das muss sie jetzt ausbaden. Und nee, sie arbeitet sich echt cool ran und ich glaube, jetzt kommt der Teil, ab Kilometer 60 wird die Strecke wirklich zäh. Das kennen wir aus der Vergangenheit und ja, jetzt lassen wir sie mal arbeiten. kommt, wenn die Kugel
Auf geht's, 45 Sekunden, mach dein Ding, sehr schön. Philipp, wie sieht's aus? Gut schaut's aus, würde ich sagen. Wahrscheinlich merkt Laura die 5 Stunden Training von gestern tatsächlich ein bisschen, deswegen ist es kein raketenschnelles Lücke schließen, aber sie sah super kontrolliert aus. Es sind jetzt bei 45 Sekunden Rückstand noch bei Kilometer 60. Ich denke, dass die letzten 30 mit dem Eichelberg Loop da hinten dran relativ anspruchsvoll sind. Sie kennt das gut. Für mich wäre es optimal, wenn sie bis zur Wechselzone die Lücke einfach zugefahren hat und dann einfach einen guten Halbmarathon läuft oder einen stabilen Halbmarathon läuft. Und ja, von daher alles im Plan. Wir sind auf dem Weg zurück nach Bad Schönborn und ja, passt. Aktueller Status: Laura ist direkt hinter Jess in die Wechselzone gefahren, also perfekt getimed über die 90 Kilometer. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt läuft. Beim Laufen hat sie Freigang sozusagen. Ich glaube, dass sie jetzt hier beim Laufen wahrscheinlich den Unterschied machen kann. Und wir stehen, glaube ich, jetzt hier bei Kilometer 1,5 bis 2, irgendwie so. Und ja, da bin ich jetzt immer, das ist immer der erste Blick, wie jetzt funktioniert, wie viel Müdigkeit ist drin, wie gut kommt es jetzt über die Laufstrecke. Baby, Sieht gut aus, komm, komm. Gut, Laura, bleib drauf, das ist ganz stark, komm, bleib drauf, gut, nein. Gut, Lauri, komm, Laura, komm, komm. Noch mal gerade, Laura. Gut so, immer drauf bleiben, super. Sehr guter Trainingstag nach einer sehr strammen Woche und ich würde sagen, super gut gepaced auf dem Rad. Jetzt glaube ich kurz vor Ende den Anschluss geschafft und einen super konstanten, starken Lauf durchgebracht und ich würde sagen, das Training ist so gut wie durch für San Francisco und jetzt geht es gleich noch ein bisschen ausrollen und dann geht's Physio und von daher besser geht's nicht beim Heimrennen. Chris, bist du zufrieden? Absolut zufrieden. Besser geht's nicht. Sieg, so können wir nach Hause fahren. Ja, richtig cooles Rennen hier beim 73 Kraichgau. Ich wusste nicht so genau, was mich erwartet, wie ich mich fühlen werde, einfach weil wir quasi durchtrainiert haben und ich kein normales Tapering gemacht habe, so wie ich das sonst machen würde. Das war jetzt so ein bisschen die Ungewisse, aber ich hatte halt richtig Bock auf das Rennen und würde sagen, die Motivation war halt auf jeden Fall da. Von daher konnte ich das tatsächlich heute gut für mich nutzen, hier nochmal richtig Gas zu geben, auch unter Druck zu sein von einer sehr starken Jessica Learmouth und hier ein richtig cooles Rennen zu haben. Also man muss sich ja bei Ironman-Rennen schon Wochen vorher anmelden, also man kann nicht eine spontane Entscheidung machen, irgendwie an den Start zu gehen. Das heißt, ich hatte mich hier für das Rennen im Kraichgau gemeldet als Backup-Rennen eigentlich, weil ich die 273 ja ins Ziel bringen musste für die Nizza-Validierung, für die WM. Das hatte ich eigentlich schon in Valencia und Mallorca erfolgreich getan, aber ich stand dann eben hier auf der Startliste und habe dann zu Philipp gesagt, hey, was denkst du, könnte ich das vielleicht auch noch machen, einfach weil ich so Lust auf das Rennen habe und auch das Gefühl hatte, dass ich mich jetzt über jedes Rennen steigern konnte und die Rennen einfach auch ein super krasser Formbooster sind, also die so eine Trainingseinheit sozusagen oder so eine Belastung, da muss ich alleine, wenn ich daheim trainiere, schon mich ordentlich angehen und im Rennen fällt einem das natürlich leichter. Von daher war dann so ein bisschen der Kompromiss zu sagen, okay, wir gehen hier kein Risiko, ich gehe an den Start, ich versuche Spaß zu haben, versuche ein gutes Rennen zu haben, aber muss halt einfach den Fokus trotzdem auf dem Training haben. Das heißt, ich habe halt die Woche trotzdem noch super wichtige Einheiten trainiert, einfach weil ich mich natürlich auf eins meiner Hauptrennen, den Challenge Rot, vorbereite und auch jetzt in die T100-Serie einsteige mit San Francisco. Und ja, da sind einfach die 20 besten Athletinnen der Welt am Start. Von daher war das jetzt wichtig, dass ich nicht jetzt zu viel Trainingszeit verliere, sondern einfach nochmal einen richtig guten Trainingsblock mache. Und ich hoffe, dass das Rennen jetzt eben on top nochmal ein richtig guter Reiz war. Also ich habe den Luxus, dass einfach ich mit Philipp und Chris besprochen habe, dass wir jetzt versuchen, hier direkt im Anschluss an das Rennen einfach eine Behandlung auch zu haben und einfach versuchen, ich habe gerade schon meinen Recovery Shake getrunken und so weiter, also alle Boxen zu ticken, die halt einfach eine schnelle Erholung auch ermöglichen.
Und dann wird morgen sicher ein ruhiger Tag sein und dann hoffe ich einfach, dass ich ja gegen Mitte der Woche dann auch schon wieder mit richtigen Training einsteigen kann, um dann eben nochmal eine gute Trainingswoche zu haben, bevor es dann in die USA geht. Eigentlich ist sowas ja gar nicht mein Ding, also Rennen quasi aus der kalten Hose zu machen, und ich würde aber trotzdem sagen, dass das Experiment von Laura gelungen ist, dass es gelungen ist, aus einer sehr anspruchsvollen Woche jetzt hier am Ende der Woche so ein Rennen rauszubringen. Finde ich cool, und ja, hat Laura mega gut gelöst, und jetzt haben wir so noch zwei Zweierblöcke, bis es dann ins Tapern für San Francisco geht. 6, 7 Tage. Es wird jetzt sowieso ein ziemlich enger Einflug. Also es ist ja keine Zeit, also wir haben keine Zeitadaptation, sondern wir gehen am Dienstag in der Woche vor dem Rennen rein. Das heißt, heute sind es noch genau 14 Tage. Ja. Das heißt, 2 Zweierblöcke passen noch vor den Abflug. Damit kommen wir gut durch, und dann ist es ja im Prinzip, das Rennen liegt noch gut von der Zeitverschiebung, sodass ich da jetzt, glaube ich, dass wir da so jetzt gut hinrutschen. Ja, ich glaube, also Schwimmen hat ein bisschen gewackelt, glaube ich. Das war noch nicht die Anschlussleistung zu der auf Mallorca. Da sprechen wir sicherlich noch mal drüber. Beim Radfahren, das war grundsolide von den Sachen, aber Laura hat auch gestern 4 Stunden trainiert. Also das heißt, denke ich, hat sie, glaube ich, ein bisschen gebraucht, bis die Beine wirklich wach waren, und Laufen auf dieser undulierenden Strecke, das mag sie gerne, und von daher, da ist, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit bei rausgekommen. Glaube ich, passt in Summe.